Ich darf mich vorstellen, ich bin Frau Professor Graf. Ich bin die Leiterin der Universitätsklinik für Hörstimm- und Sprachstörungen hier in Innsbruck in Tirol und möchte Ihnen heute über den Ablauf bei der Abklärung einer Hörstörung hier in unserer Klinik etwas berichten. Wir sind ein zertifiziertes audiologisches Zentrum. Das bedeutet, wir gehen standardisiert vor nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber auch personalisiert. Das heißt, eingehend, maßgeschneidert für jede Patientin, für jeden Patienten individuell eingehend. Was passiert, wenn Sie mit einer Hörstörung zu uns kommen? Es werden verschiedene audiologische Tests gemacht und bei höhergradigen Hörstörungen wird dann noch weiter abgeklärt. Einmal eben audiologisch und dann auch eine Vorstellung chirurgisch, otologisch in der HNO. Das heißt, wir arbeiten stark interdisziplinär, die verschiedenen Fachgruppen zusammen. Wenn sich nun eine hochgradige Hörstörung bei Ihnen feststellen lässt, die eventuell nicht mehr mit Hörgeräten zu versorgen ist, dann werden Sie in einem sogenannten Hearing Implant Board vorgestellt und Ihr Fall individuell diskutiert und gemeinschaftlich mit den verschiedenen Berufsgruppen, also den Otologen, den Ärzten, den Audiologen, den Logopäden, den Psychologen, diese Aspekte Ihres Hörverlustes diskutiert und dann gemeinsam eine Empfehlung gegeben. Diese Empfehlung ist bei hochgradigen Schwerhörigkeiten meistens die Versorgung mit einem Hörimplantat, kann aber auch sein, dass wir zur Optimierung der Hörgeräteversorgung raten. Wie geht es dann weiter? Dann wird die ganze Operation für Sie vorbereitet mit Anästhesie etc., ärztlicher Aufklärung und auch eine psychologisch-technische Beratung. In dieser Beratung erfahren Sie die Aspekte Ihres Implantates, die Bauweise, Anschlüsse für Handy, für Fernsehen oder auch die Energieversorgung, sodass Sie gut informiert dann in die Operation gehen. Nach der Operation wiederum passiert die Anpassung. Was bedeutet es? Diese Phase der Anpassung. Unser Ziel ist, dass Sie ein offenes Sprachverstehen haben. Das heißt, dass Sie Sprache verstehen können ohne vorgegebenen Text. Das wird erreicht, indem Physiker die technischen Einstellungen, das sogenannte Fitting ihrer Audioprozessoren vornehmen und Logopäden mit ihnen Hörtherapie machen. Am Ende soll eine optimale Hörsituation für Sie und damit einhergehend eine bessere Lebensqualität für Sie erlangt werden. Die Periode der Anpassung mit den verschiedenen Berufsgruppen, die da für Sie zuständig sind, kann bis zu einem Jahr dauern, aber auch kürzer. Und wie geht es dann weiter? Ja, dann raten wir ungefähr einmal jährlich bei uns zur Kontrolle, um eben telemetrisch, das heißt, man liest die Daten Ihres Implantates aus, man überprüft technisch die Funktionstüchtigkeit Ihres Implantates zum einen und zum anderen schaut man sie auch natürlich ärztlich an, ob die Implantate gut sitzen, alles gut eingeheilt ist. Ja, und dann wünschen wir Ihnen natürlich immer viel Freude mit Ihrem neuen Hören, denn Hören, Sie wissen diesen Satz, nicht hören trennt eben von dem Menschen und trennt eben an der Teilhabe in der Kommunikation mit anderen Mitmenschen. Diese Kommunikation, der Austausch ist, wie Sie selber wissen, sehr wertvoll, sehr wichtig und deswegen ist die Hörversorgung so wichtig, unter anderem zum Beispiel auch zur Vorsorge von Demenz. Also wir wissen, nicht versorgte Hörstörungen können zur Demenz führen oder andersrum. Bei Demenz hat man gesehen, dass Hörstörungen überproportional häufig sind. Aber damit es nicht so weit kommt, ja, denke ich, sollten Sie Ihr Hörvermögen abklären und keine Berührungsängste haben mit Versorgung
entweder als Hörgeräte oder eben auch als Hörimplantate.